Ja, Forza für die PlayStation, das klingt erstmal ganz schön wild, aber in heutigen Zeiten würde man sich wahrscheinlich gar nicht mehr wundern, wenn Microsoft sagt, ja, wir haben jetzt für Forza unsere Fanbase schon längst auf der Konsole gefestigt, PC lief auch ganz gut, jetzt holen wir uns einfach auch noch PlayStation-Leute, machen noch mehr Money. Könnte ich mir echt gut vorstellen, auf der anderen Seite ist Forza halt auch das einzige Xbox-exklusive Rennspiel, was halt auch richtig rein hämmert. Aber darum geht's gar nicht direkt. Da ist der Titel vielleicht ein bisschen baity, aber lass mich mal erklären. Wir wissen ja, Horizon 1, 2, 3 und 4 gelten so als die geilsten Dinger überhaupt. Horizon 5 war so ein bisschen gerusht, ne? Schwierig. Jetzt zum Beispiel haben wir ja auch das Ding, Horizon 4 geht ja offline mehr oder weniger. Man kann es noch spielen, aber die Playlisten und so weiter werden bald nicht mehr funktionieren. Und ja, Horizon feiert im Moment einen Peak in Horizon 4. Richtig viele Spieler wieder. Aber wir wissen ja, die Urentwickler der alten Spiele, die so beliebt waren, sind ja damals alle gegangen. Darunter auch Mike Brown, der da immer sehr viel zu melden hatte. Der war Game Designer bei Horizon 2 und 3, Creative Director bei Horizon 5 und. Also der hat ganz schön was auf dem Kerbholz und hat da sehr viel zu melden gehabt. Und der hat ja mit den anderen Entwicklern, mit den alten, eine neue Firma gegründet, ein neues Studio, kann man sagen, Maverick Games. Und ja, jetzt wurde es vor kurzem auch bekannt, ist schon ein bisschen was her. Ja, wir entwickeln ein AAA Open World Rennspiel, aber so erzählerisch gemacht. Also wir kriegen im Grunde ein neues Story-based Rennspiel in der Open World. Und es wird mich halt nicht wundern, es sind halt die alten Entwickler, dass wir da eine Menge Einfluss von Forza haben werden. Und es könnte wahrscheinlich sogar so eine Art, ja, Forza Horizon 2.0 sein. Und das kommt halt für alle Konsolen. Egal ob Xbox, PC oder PlayStation, wir alle werden das haben. Und das ist meiner Meinung nach halt eine super interessante Sache. Was genau werden die machen und warum sind die eigentlich gegangen? Denn natürlich gab es auch viele Interviews mit Maverick Games und so weiter. Und es ging denen halt im Kern darum, Freiheiten zu haben, dass das auch mehr nach dem Entwickler geht, wie das Spiel entwickelt wird und so weiter und so fort. Und da kann man jetzt natürlich denken, dass die bei Horizon einfach nicht mehr die Freiheit hatten, die sie sich gewünscht hätten, dass alles irgendwie in eine Richtung gelenkt wurde und die da gar nicht mehr so viel, ja, Entscheidungen treffen konnten, wodurch das dann alles auch ein bisschen abgestumpft ist. Man sieht es ja an Horizon 5. Das Spiel, ja, ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, ich spiele es ja immer noch, aber es entwickelt sich halt überhaupt nicht weiter. Also auch, ja, überhaupt nicht, stimmt jetzt auch nicht. Der Event Lab zum Beispiel entwickelt sich weiter, ist aber mit einem schwierigen Bug verbunden, dass teilweise Objekte bei anderen Spielern nicht laden und so weiter. Ist immer so ein Hin und Her. Ihr kennt das ja, der eine Spieler hat katastrophale Bugs, der andere auf einmal nicht. Ist immer ganz magisch. Aber was ich meine, ist halt die Spielwelt. Die reden ja immer davon, oh ja, die so Evolving World, ne? Die Spielwelt entwickelt sich. Wo entwickelt die sich denn? Ne, jetzt hatten wir zuletzt Retro, da waren da ein paar bunte Lichter auf dem Highway verteilt und die sind mittlerweile wieder weg, als wäre nie etwas passiert. Das Einzige, was bleibt, sind wirklich diese Bauteile für den Event Lab und ein paar Autos. Und da geht es ja auch immer mehr und mehr Richtung Elektroauto und ja, manche feiern es, manche nicht, aber na, ist jetzt nicht so der geilste Weg. Vor allem auch viele Autos, die sich sehr extrem gewünscht werden, kommen einfach nicht mehr. Zum Beispiel darunter der SLR McLaren hat unheimlich viele Votes, kommt nicht. Okay, kann Lizenzgründe haben, dass sie die Lizenz nicht bekommen aus irgendwelchen Gründen oder sonst was. Oder die einfach nicht die Möglichkeit haben, das Auto zu remodeln oder so, weil es ist halt auch alt. Das haben sie wahrscheinlich auch damals schon von was weiß ich wo benutzt. Ne? Ich glaube, das letzte Mal gab es in den Horizon 2, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, ist ein Weilchen her. Aber egal. Wie gesagt, Forza ist zwar irgendwo noch so ein Standalone Open World König quasi, ne? Es gibt zwar noch hier so Crew und so weiter, aber die spielen sich auch wieder anders und die Masse an Autos allein schon, die Horizon hat, ist halt heftig, ne? Und jetzt kriegt das Ganze natürlich so einen witzigen Beigeschmack, dass ausgerechnet die alten Entwickler neues Horizon quasi machen. Jetzt, es heißt jetzt nicht Horizon, aber ich denke schon, dass es einfach deren Erfahrungen mit Horizon und so weiter werden da mit einfließen. Da kann man einfach nichts sagen, weil die haben die letzten Jahrzehnte oder das letzte Jahrzehnt nur an Horizon gearbeitet. Ne? Und jetzt auf einmal machen sie was Eigenes. Ich denke schon, dass es da viele Parallelen geben wird. Die Frage ist auch, was für Teammitglieder waren das, ne, von den Kernentwicklern? Was war deren Spezialgebiet? Sind da die Engine-Entwickler an sich dabei? Sind da die Leute, die für die Fahrphysik zuständig waren und so weiter? Die Map-Designer, ne?
Und ja gut, da muss man natürlich aufpassen. Mike Brown war zum Beispiel Creative Director und so weiter, hat auch Skripte geschrieben und ja, also das ist auch wieder Geschmackssache, da will ich gar keinen auf die Füße treten, aber ich fand storytechnisch war Horizon 5 so ultra langweilig, aber Horizon 4 genauso. Also storytechnisch würde ich Horizon bei 10 maximalen Punkten nie mehr als 5 geben, weil es einfach immer ultra langweilig war. Change my mind, aber da ist halt nichts dahinter, wenn man so Stories wie aus Need for Speed gewohnt ist oder so, ne, wo richtig, ne, ja, wir kennen die Story, die war einfach auf einem anderen Level, was Rennspiele angeht. Und in Horizon, da fährst du halt zu einem Punkt, bla bla bla. Die erzählen dir da irgendeinen Cringe und dann fährst du von A nach B. Horizon 1 zähle ich da nicht zu. Horizon 1 hatte meiner Meinung nach jetzt auch nicht die riesigste Story, aber sie war eindeutig besser. Wir hatten Cutscenes, wir hatten Antagonisten, ja, quasi hier und da diese 5 heftigen Typen, die müssen wir jetzt besiegen. Und, am Ende hätten wir Darius Flint und so weiter. Da hat man schon ein bisschen mehr das Gefühl gehabt von wegen, oh, ich bin neu hier, ich muss mich aufbauen. Allein schon, dass du am Anfang da random angescheppert kommst mit deinem gubbeligen VW Colorado und überhaupt noch schaffen musst, teilzunehmen. Ne? Das war ja so das Intro. Jo, gib Knallgas, sonst sind wir keine Plätze mehr frei beim Horizon Festival. Und dann kamen da die Schnitte und ja, das hat sich einfach alles entwickelt. Fand ich sehr geil. Und ich habe so das Gefühl, Mike Brown und sein Team werden auch in diese Richtung gehen. Aber ist es jetzt clever? Macht man ja jetzt ein Festival-Setting oder nicht? Weil dann würde man ja sagen, wahrscheinlich, das kann ich mir jetzt schon vorstellen, dann heißt es in der Kritik, ja, das ist ja einfach nur komplett von Horizon abgekupfert, Festival und so weiter und so fort. Ja, da bin ich mal gespannt, was sie machen, aber eigentlich sollte man das auch nicht zu eng sehen, weil The Crew macht es ja auch nicht anders. Motorfest ist ja auch vom Setting her kompletter Abklatsch von Horizon, ne? Da ist auch alles auf bunt und Festival und Party und bla 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 gemacht worden. Und ja gut, wenn wir ehrlich sind, können wir auch sagen, ja, haben sie alle von Need for Speed Pro Street abgekupfert oder so, ne? Weil Pro Street war ja eigentlich auch ein riesiges Festival, wo halt auch viele illegale Street Racer hingefahren sind und dann legale Rennen gefahren sind. Ne, das ging ja quer durch die USA und Deutsch. Ach, das war ja weltweites Turnier im Grunde, ne? Pro Street war einfach nochmal auf einem anderen Level, weil da konntest du in Leipzig fahren, du konntest in Nevada fahren, du konntest in Tokio fahren, also okay, wenn wir von Festival-Rennspielen reden, können wir, glaube ich, sagen, Pro Street ist hier die Mutter von allem, außer ihr kennt noch ein Spiel davor, was auch so ein Festival-Touch hatte, irgendwie im Motorsport. Mir fällt da jetzt, ja, spontan fällt mir da jetzt nichts ein, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Was das Ganze jetzt so gefährlich für Forza aber macht hier mit Maverick Games, ist, dass sie jetzt mit Amazon zusammenarbeiten. Ja, und was bedeutet das? Wir alle kennen Amazon. Es darf keinen Menschen geben, der Amazon nicht kennt. Es ist einfach gewaltig. Es ist auf einem Level wie Microsoft vom Geld her, glaube ich. Finanziell natürlich spielt das immer noch eine andere Rolle. Amazon Games, wie viele haben sie davon? Aber wir können, glaube ich, ziemlich safe sagen, ja, Maverick Games hat jetzt natürlich mehr oder weniger einen Jackpot in Sachen Autolizenzen und so weiter, weil das kostet natürlich alles Geld, auch Musik, ne, Lizenzen, bla bla bla. Kostet viel Geld. Jetzt haben sie so einen Riesen hinter sich, der da vielleicht auch finanziell mithilft. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch eine schöne Autoliste erwarten können. Ich denke mal auch Toyota wird dabei sein, Supra und so weiter, weil Mike Brown war ja auch derjenige, der uns da ganz stolz damals den Supra präsentiert hat, als sie es geschafft haben, Toyota zurückzugewinnen für Horizon 4. Der Typ weiß also, wie man mit Toyota zu reden hat, damit die ihre Lizenz rausrücken. Ne, im Gegensatz zu EA und so. Da bin ich auch mal gespannt. Jetzt ist natürlich die Frage, haben sie sich damit nicht ins Bein geschossen? Ich hoffe natürlich nicht, weil sie wollten ja, wie gesagt, mehr Freiheiten haben, auf ihre Art und Weise das Spiel entwickeln und so weiter. Und wenn du jetzt so ein riesiges Amazon wieder im Hintergrund hast, muss man natürlich hoffen, dass die da nicht reingerätschen und sagen, ja nee, das und das wollen wir so nicht, da sperren wir euch sonst die Gelder oder was weiß ich. Hoffen wir mal, das geht nicht so nach hinten los. Ich hoffe, das ist eine vernünftige Beziehung zwischen denen jetzt und nicht so, ja nee. Kennt man ja bei Need for Speed. EA hat ja auch immer wieder gerne reingegrätscht in Spiele wie Dead Space und so weiter. Sieht man ja, wo sie sind. Weg. Aber kurz gesagt, im Grunde kriegt Horizon jetzt erstmal fett Konkurrenz. Nebenbei haben wir dann auch noch Test Drive, das kommt auch noch. Klar, das ist kein AAA-Game, haben die Entwickler ja auch selber gesagt. Da müssen wir halt mal schauen, wie sich das entwickelt. Natürlich dürfen wir da auch nicht zu voreingenommen sein. Die Leute brauchen halt auch ein bisschen Support von der Community, weil wenn man es sofort verteufelt und sagt, ja, nee, da unterstütze ich gar nichts in irgendeiner Richtung, dann ist das ja auch zum Scheitern verurteilt. Das ist halt ein sehr kleines Studio, die brauchen halt
Auch ein bisschen Rückhalt von uns, mehr oder weniger. Aber der Unterschied zu Maverick Games ist, dass die gesagt haben, hier von Maverick Games, das wird ein AAA-Spiel. Also die haben sich quasi jetzt schon ja, eine Bürde aufgenommen oder aufgesetzt selber, die sie jetzt auch schaffen müssen. Also wer AAA sagt, Bubble, meine Güte, da erwarten wir natürlich dann auch AAA. Und wie das mit den Erwartungen heutzutage ist bei den Leuten, wissen wir ja. Also, es gibt ja Unmengen an Spiele, die in letzter Zeit komplett zerstört wurden, einfach, auch selbst wenn es nur so einen ganz kleinen, minimalen, bescheuerten Grund hatte. Und, ja, da bin ich ja mal gespannt. Wenn die sich da einen Fehltritt erlauben, dann heißt es direkt nur, lohnt sich nicht, Kacke, Pisse, pipipi. Ne, das wird mal sehr interessant. Vor allem, wann wird mal was kommen? Und das Was ist sowieso, ich denke mal, vor 2026 brauchen wir damit gar nicht rechnen. Wir wissen ja gar nichts. Es gibt ja keine Bilder oder sonst was. Wir wissen nur, dass sie richtig hyped sind auf ihr eigenes Spiel und sich einfach riesig freuen und es kaum erwarten können, das mit uns zu teilen. Aber ja, gut. Ja, gut. Das ist jetzt nichts Neues, dass viele Entwickler sich freuen, ihr Produkt mit uns zu teilen und dann geht es trotzdem nach hinten los. Aber ja, man darf gespannt sein. Es gibt halt viele Punkte, auf die man jetzt eingehen könnte. Wie wird das Spiel aussehen? Wie wird sich das Spiel fahren? Wird es Tuning geben? Wie viele Autos wird es geben? Was genau liegt im Fokus? Mehr die Story oder das Fahrerlebnis? Wie wird's Multiplayer geben überhaupt? Das ist die andere Frage, ne? Ja, da gibt es ganz viele Fragen. Aber da wir so ziemlich gar nichts darüber wissen und da noch nichts preisgegeben wurde, kann man da jetzt natürlich rumspekulieren. Das Einzige, was wir halt haben, ist, wie gesagt, es sind die Urentwickler von Horizon. Und es würde mich halt nicht wundern, wenn die einfach quasi in die Richtung wieder gehen von Horizon, aber halt auf ihre eigene Art und Weise. Und ja, das Ganze landet am Ende auch auf der PlayStation. Und wenn die dann so ein Spiel kriegen, was relativ nah an Horizon rangeht, dann ist das natürlich auch eine coole Sache. Aber ja, da können wir einfach gespannt sein, müssen wir mal abwarten. Wir haben ja, wie gesagt, jetzt auch noch Test Drive erstmal, was jetzt kommt. Und Horizon 6, da kann man ja auch mal gespannt sein, was wird das am Ende? Da wurde ja bisher immer noch nichts angekündigt, ist auch witzig, alle haben auf Horizon 6 gehofft und was ist gekommen? Eine Abschaltung von Horizon 4, eine Teilabschaltung, ne? Natürlich ist es nicht ganz offline, aber ja. Sie haben ja damals mal gesagt, wenn wir Tokio bzw. hier irgendwie Japan als Setting nehmen, dann wollen wir das auch richtig gut machen. Und ja, wer weiß, vielleicht haben sie, ne, vielleicht lassen sie sich deswegen jetzt so viel Zeit. Oder die kommen halt überhaupt nicht klar, weil halt die Urentwickler weg sind und wissen überhaupt nicht mehr, was sie machen sollen und stehen da irgendwie vor so einem großen Loch. Kann natürlich auch sein, aber da gehe ich mal nicht von aus. Ja, das wird interessant, ne? Vielleicht haut Horizon 6 auch so ein Banger jetzt raus. Irgendwann dann, dass Maverick wieder richtig doof aussieht, vielleicht mit dem, was sie da gemacht haben, falls sie es bis dahin dann angekündigt haben auch, ne, ist natürlich immer so eine Sache, ne, die können natürlich auch sagen, ja, wir warten erstmal ab, was Forza als nächstes macht und dann orientieren die sich daran irgendwie ein bisschen, aber meiner Meinung nach, wenn sie schlau wären, könnten sie jetzt schon die Community fragen, was meint ihr, fehlt modernen Rennspielen heutzutage, sei es jetzt Simulatoren oder auch so Open-World Arcade Racer und sich sozusagen ein bisschen Feedback reinholen und Wünsche von den Spielern und darauf können die natürlich auch aufbauen, theoretisch. Aber ja, werden sie wahrscheinlich nicht machen. Frag mich immer warum. Ich meine, wenn man die Leute vorher fragt, und bevor das ganze Spiel irgendwie schon so weit programmiert ist, dass man nicht mehr alles einfach machen kann, was man sich so wünscht vielleicht noch. Aber ja, ich könnte gefühlt noch Stunden darüber reden, weil auch die Engine ist halt eine Frage, was für eine Engine nutzen die oder bauen die eine ganz neue Engine auf? Und da auch wieder die Frage, wird die Engine Forza ähnlich sein vom Handling her und so weiter, bla bla bla. Also wir haben da auf jeden Fall, im Grunde ist das unser Most Wanted Remake, ne? Da sind wir immer alle so, oh ja, könnte und sollte, ne? Aber mittlerweile kann man sagen, da wird wohl nichts passieren, aber jetzt haben wir hier die Horizon-Entwickler, aber da wissen wir, dass hundertprozentig was kommt, aber wissen gleichzeitig auch noch gar nichts. Und ja, da freue ich mich auf die Zeit auf jeden Fall. Jede kleine Info werden wir aus dem Internet saugen wie ein Vampir, so gut es geht. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch und seid gespannt und bleibt mit am Ball. Ne? Gerne auch in die Kommentare, wenn ihr irgendwo was gelesen, gehört habt, mit Referenz am besten, aber wo ihr das her habt. Und ja, ich bin
gespannt und freue mich auch, wie gesagt, weil Horizon meiner Meinung nach Konkurrenz braucht, damit die hier nicht anfangen durchzudrehen. Wie gesagt, in letzter Zeit Carpex nur noch für Geld. Mikrotransaktionen haben sie eingeführt, nur noch recycelte und elektrische Autos und so weiter. Also Horizon ist meiner Meinung nach auf keinem guten Weg, content-technisch, weil, wie gesagt, ein bisschen Schnickschnack-Beleuchtung für einen Monat, die dann wieder entfernt wird, das ist Quatsch. Es bringt nichts. Da kann man lieber an einer Map-Erweiterung arbeiten, ganz ehrlich. Da gebt uns lieber ein geiles Gebirge irgendwie. Und wenn es nicht zu Mexiko passt, dann ist das so. Wen juckt's? Wir brauchen nicht dieses, oh, die Thematik muss passen. Mann, die Map, es soll einfach Spaß machen. Nicht so, oh ja, in Mexiko gibt's dies und das nicht. Ich glaube, das interessiert gar keinen so wirklich am Ende. Und ja, also dann. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Was erwartet ihr? Was glaubt ihr, werden die alten Horizon-Entwickler uns da liefern? Wird es eher so ein Horizon 2.0 oder machen die ihr eigenes Ding? Oder glaubt ihr vielleicht, die mischen einfach die besten Aspekte aus allen aktuellen Riesen-Games also zusammen hier, sprich Horizon, Need for Speed, The Crew und Test Drive? Das wäre natürlich, theoretisch könnten sie natürlich einen richtigen Banger raushauen, aber ja. Wer weiß halt, was in deren Kopf vorgeht, ne? Man sieht es ja, wie gesagt, grob an Horizon, was in so einem Mike Brown-Kopf los war, ne, in den letzten Jahren. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass er nicht wirklich auf die Idee kommt, hier so ein Mexiko-Gedöns oder so wieder zu machen, wenn er schon mit Story anfängt und alles. Aber, ja, imagine, du kriegst hier so eine Doku, so ein Doku-Rennspiel, wo dir so auf einschläfernde Weise alles Mögliche eingetrichtert wird. Ja, damals stand da und da eine Statue, ja, und da fahren wir jetzt mal mit 300 dran vorbei, machen ein Foto und ja, das ist kulturell gesehen ja schon ziemlich heftig, ne? Ja, das ist ja im Grunde Horizon 5, ne? Oder übertreibe ich da gerade? Egal, schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, Like nicht vergessen, abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.